Dementsprechend, glaube ich, extrem erfolgreiches Trainingslager. Er musste auch in Deutschland erstmal eine bessere Innenverteidigung finden. Ja, das muss auch unser Weg sein, unseren oder den jungen Spielern Möglichkeiten aufzuzeigen. Deshalb freue ich mich auf die nächste Zeit. Dein erstes Trainingslager als Geschäftsführer Sport neigt sich langsam dem Ende zu. Wie fällt dein Fazit bis hierhin aus? Ja, ich glaube, wir sind jetzt das 13. Mal hier. Ich bin das erste Mal dabei. Ja, also eine Jugendherberge hier ist was anderes. Ich glaube, Top-Bedingungen hier im Hotel. Ich finde es ganz nett, dass die Jungs dann auch immer mit dem Fahrrad zum Training fahren. Viele öffentliche Trainingseinheiten. Ja, wir geben sich viel Mühe, auch jedem dann ein Autogramm zu geben. Also sind extrem nahbar, die Jungs. Trainingsbedingungen sind top. Ich glaube, man sieht in jeder Trainingseinheit die Intensität, dass alle wirklich konzentriert sind, fokussiert sind. Es geht einfach gerade auch um Plätze. Wir wollen natürlich alle am ersten Spieltag auf dem Platz stehen. Ich glaube, das tut uns gut. Man redet immer so gerne von Leistungskultur, von Bereitschaft und genau das sehen wir gerade auf dem Trainingsplatz, auch beim Spiel. Und dementsprechend, glaube ich, extrem erfolgreiches Trainingslager. Nicht nur die sportliche Führung wurde umgestellt, sondern auch das Trainerteam ist neu. Wie gefällt dir die Trainingsarbeit von Nuri und seinem Team? Ja, ein sehr, sehr akribisches Team. Also wirklich beschäftigen sich nicht nur auf dem Trainingsplatz, sondern in jeder freien Minute mit Fußball, mit dem Team, reden nicht nur mit den Spielern permanent, auch mit den ganzen Funktionsteams. Sind sehr fordernd, glaube ich, sehr, sehr dominant auch im Auftreten, aber auch gleichzeitig korrigieren auch viel, aber gleichzeitig extrem fair, lobend. Machen das wirklich als Team sehr gut, haben jetzt auch mit Alex Clapham noch einen Standardtrainer dazu bekommen, was ich als Nuri mit der Idee auf mich zugekommen ist, für eine extrem gute Idee halte, weil ich glaube, ungefähr 20% der Tore werden nach Standardsituationen geschossen und Einwürfe gehören auch zu Standardsituationen, wo ich in der Vergangenheit mal immer das Gefühl hatte, komm, gib den Gegner einen Ball und wir gehen in unsere defensive Grundordnung. Also ich glaube, da sind auch Prozentpunkte, wo wir uns verbessern können. Wir wollen jetzt etwas detaillierter über die Neuzugänge sprechen, die ihr dazu geholt habt. Fangen wir hinten an mit Waldemar Anton. Warum habt ihr ihn zum BVB geholt? Ja, Waldemar Anton hat man natürlich schon auch ganz gute Infos von Sven Mislintat, braucht man nicht verhehlen. Der ihn kannte, der auch seine Persönlichkeit kennt und bekommen einen absoluten Führungsspieler. Ein Spieler, der nicht nur im Spiel, sondern auch tatsächlich im Training immer Vollgas gibt. Intelligenter Spieler. Und ich glaube, dass wir ja, gerade auch wenn ich so unsere Innenverteidigung sehe, mit Süle, mit Schlotterbeck, jetzt mit Waldemar, ja, musste auch in Deutschland erstmal eine bessere Innenverteidigung finden. Also ich glaube, dass wir da extrem gut aufgestellt sind. Während des Trainingslagers ist Jan Couto dazu gestoßen. Was zeichnet ihn aus? Ja, Jan führt natürlich eine lange Liste an brasilianischen Spielern beim BVB fort, die nicht nur Spieler bei uns waren, sondern auch teilweise zu Legenden geworden sind. Ihm wollen wir natürlich jetzt auch die Möglichkeit geben, ähnlichen Weg zu gehen. Ja, wir sind uns alle bewusst, dass wir da wirklich in Qualität investiert haben. Wir brauchen seine Schnelligkeit, seine Flexibilität. Bereitet viele oder hat bisher auch viele Tore vorbereitet und ein Spieler, der uns auf den Außenpositionen echt richtig helfen wird. So ein junger Spieler. Wir wollen natürlich, dass er so schnell wie möglich hier ankommt. Wir werden ihm aber auch die notwendige Zeit geben, dass er dann auch wirklich im Laufe der Saison sein absolutes volles Potenzial ausschöpfen kann. Ein junger Spieler ist Pascal Groß jetzt nicht mehr wirklich. Trotzdem hat er auf mich zumindest gestern schon ordentlich Eindruck gemacht, im Mittelfeld die Fäden gezogen. Was ist die Idee hinter seiner Verpflichtung? Ja, bei Pascal muss man aufpassen, nicht zu sehr ins Schwärmen zu kommen. Natürlich aufgrund seiner Persönlichkeit, aber auch als Spieler, sag ich mal, auch mit seinem Positionsspiel. Ist oftmals so, da wo andere hinlaufen müssen, da steht er schon. Mit seinen technischen Fähigkeiten ist beidfüßig, spielintelligent. Also man hat es auch im Spiel gesehen, aber auch im Training. Er wird den Rhythmus unseres Spiels bestimmen.
Wenn es zu schnell ist, wenn es zu wild ist, dann kann er es beruhigen. Wenn es zu langsam ist, dann kann er es mit einem Pass dann auch beschleunigen. Ein absoluter, wirklich Teamplayer, der kein extrovertierter Spieler ist, aber wirklich mit seinen Qualitäten auch die Spieler um sich herum einfach besser macht. Bisschen anders ist die Lage bei Serhou Guirassy, der noch hier individuell arbeiten muss. Aber natürlich steckt ja ein langfristiger Plan dahinter. Was kann er dem BVB bringen? Ja, nachdem wir erfahren hatten, dass er dann jetzt noch mal ein paar Wochen ausfällt, war es aber keine Frage, ihn nicht zu verpflichten, weil am Ende ist es ein langjähriges Projekt auch mit ihm. Ist bewiesen, ist ein toller Spieler. Er ist auch was seine Verletzungen angeht jetzt voll im Plan. Ist jetzt, glaube ich, vor 2 Tagen, glaube ich, das erste Mal gelaufen, macht seine Reha extrem gewissenhaft, professionell, will so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen und ist ja natürlich ein Spieler, den wir mit seiner Kopfballstärke, mit seiner Beidfüßigkeit brauchen, aber auch im Gegenpressing. Ich kann mich nur erinnern, wie wir uns alle geärgert haben, nachdem die Stuttgarter 3-mal gegen uns gewonnen haben, wie der auch immer unsere Abwehrspieler angelaufen ist. Also da bekommen wir mit ihm schon echt ein cooles Paket und freuen uns natürlich extrem drauf, ihn natürlich dann auch demnächst auf dem Platz wieder zu sehen. Sind auch einige Jungs aus dem Nachwuchs dabei, den du bis zuletzt verantwortet hast. Welchen Eindruck machen die auf dich hier in Bad Ragaz? Ja, das muss auch unser Weg sein, unseren oder den jungen Spielern Möglichkeiten aufzuzeigen. Ja, wir haben mit Kelvetjen, der auch schon beim Profis auch schon gespielt hat, seine ersten Duftmarken da gesetzt. Cole Campbell hat einen richtig guten Eindruck auch gemacht. Paris Brunner war auch schon länger bekannt, jetzt Almogera Kaba auch. Ja, letztendlich so die Lösung auch dadurch, dass Tom Rothe weggegangen ist, hat ja, wirklich guten Eindruck hinterlassen beim kompletten Trainerteam in der Anfangsphase der Vorbereitung, als er dabei war. Und jetzt wollen wir ihn dazu nehmen. Philippe Romané haben wir noch einen Spieler, der gerade erst aus der U19 gekommen ist. Also ich glaube, dass Nuri extrem angetan von ihm ist. Machen hier wirklich Eindruck und ja, wir hoffen natürlich, dass sie dann im Laufe der Saison so ihre nächsten Schritte gehen. Auf dich wartet die erste Saison in neuer Position. Du hast dich wahrscheinlich schon so langsam eingegroovt. Was hat sich für dich bisher am meisten verändert? Weniger Zeit für die Familie. Das muss ich ganz klar sagen. Und selbst wenn ich zu Hause bin, dann telefoniere ich meistens noch bis spät Abend. Ja, und ansonsten merkt man natürlich schon, dass es eine ganz andere Verantwortung gibt, auch für den kompletten Sport verantwortlich zu sein. Die Summen sind in der Regel andere, mit denen man so hantieren muss. Und ja, am Ende muss ich so in sportlichen Bereichen, finanziellen Bereichen, was Personalplanung angeht, natürlich Entscheidungen treffen. Und die will ich nicht aus dem Bauch treffen. Insofern will ich natürlich viele Fakten haben, muss viele Gespräche führen, mir viele Infos holen und ja, dementsprechend ist der Zeitaufwand natürlich deutlich größer. Aber ich habe mich dafür entschieden. Ich habe Lust drauf, coole Mitarbeiter um mich herum. Deshalb freue ich mich auf die nächste Zeit.